Krankheitsbilder und Behinderungsarten der Studierenden. Mit welchen psychischen Problemen von Studierenden können Lernende konfrontiert sein? Die Frage würde ich, glaube ich, gerne in 2 Teilen beantworten. Zunächst mal würde ich gerne etwas sagen über die Krankheitsbilder oder die Art der Behinderung und dann vielleicht, wie sich das im Seminarraum oder im Hörsaal dann darstellt. Weil die Studierenden sagen ja nicht, ich habe eine Depression und setze mich jetzt hier hin, sondern es fällt einfach auf, dass die sich vielleicht anders verhalten. Und vielleicht vorweg, die Hälfte, etwas mehr als die Hälfte aller Studierenden mit Behinderung an den Hochschulen haben eine psychische Erkrankung. Also wirklich eine große Zahl. Auch dann nochmal im Vergleich dazu, etwa 10% eine Mobilitätseinschränkung, etwa 4% jeweils eine Sehbeeinträchtigung oder Hörbeeinträchtigung. Also es sind sehr viele Studierende. Und von diesen Studierenden wiederum, die also eine psychische Erkrankung und eine Behinderung haben etwa die Hälfte tatsächlich eine affektive Störung, so nennt man das mit dem Fachbegriff, und darunter fällt die Depression. Und Depression bedeutet nicht, dass die einfach traurig sind, sondern die sind zutiefst traurig, so wie man das als Gesunder gar nicht nachvollziehen kann, und haben vor allen Dingen auch eine Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit. Die sehen einfach keine Aussicht, auch das Studium zu beenden, die Prüfungen zu schaffen und so weiter. Und dann kann man sich vorstellen, dass es diesen Studierenden besonders schwerfällt, sowohl in der Lehre mitzuhalten und beim Lernen mitzuhalten, als auch Prüfungen zu absolvieren. Und danach als zweite Gruppe kommen die Studierenden mit Angststörungen. Angst ist ja auch zunächst mal etwas Gesundes. Es ist wichtig, dass man Angst hat, sonst würde man überall in den Abgrund stürzen oder auf giftige Schlangen treten. Aber die Angst hat natürlich auch Aspekte, die behindernd sein können, wenn man zum Beispiel Angst davor hat, ein Referat zu halten oder überhaupt irgendwie exponiert zu sein, beobachtet zu werden, in einer mündlichen Prüfung zu sitzen und so weiter. Also das ist die zweite Gruppe. Dann kommen Studierende mit Essstörungen, das heißt also einer sogenannten Magersucht oder Anorexie, die sehr leistungsfähig sind, die dadurch auch im Alltag oft nicht auffallen oder eben nur dadurch, dass sie sehr untergewichtig sind. Und dann gibt es noch ein paar seltenere Krankheiten wie die Schizophrenie, die Sucht oder den Autismus. Aber die Erfahrung ist, dass in den letzten 10, 15 Jahren immer mehr Studierende auch mit solch schweren Krankheiten an die Uni kommen. Ich glaube, ein häufiges Problem ist, dass Studierende überhaupt nicht richtig reagieren auf Fragen, auf Diskussionen und man das Gefühl hat, die sind wie abwesend oder die verstehen gar nicht richtig, um was es geht und man dann vielleicht den Schluss zieht, naja, die sind vielleicht nicht schlau genug. Aber daran liegt es dann in der Regel nicht, sondern das könnte ein typisches Zeichen für eine Depression sein, dass die dann grübeln und einfach abwesend sind. Oder aber wenn jetzt jemand immer dazwischen redet und immer das Wort haben möchte und immer laut wird und vielleicht auch schnell überschäumt, dann kann es durchaus sein, dass sich auch da ein Krankheitsbild hinter versteckt, wie zum Beispiel eine Manie, also das Umgekehrte der Depression, oder aber eine Persönlichkeitsstörung oder ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit Hyperaktivität, die dann einfach sehr lebhaft sind. Und wo man sich als Dozentin oder als Dozent dann überlegen muss, wie kann ich das jetzt machen, dass das Seminar trotzdem auch für alle anderen noch eine vernünftige Lernumgebung bietet. Klammer auf, zum Beispiel, indem man häufig die Lernmethode wechselt. Das ist sehr hilfreich in solchen Situationen. Und so weiter und so weiter. Also es gibt einfach diesen Unterschied zwischen dem, was ich als Dozentin und Dozent im Seminar beobachte. Und das ist häufig so, dass man sich dann fragt, was ist denn da eigentlich los? Das erscheint mir nicht normal. Und spätestens dann sollten Sie einmal darüber nachdenken, könnte das sein, dass diese Studentin zum Beispiel eine psychische Erkrankung hat.